Die deutsche Basis 211 in der Antarktis. Es gibt genügend Aussagen von Zeitzeugen über eine Basis im ewigen Eis, errichtet von den Nationalsozialisten. Die Aussage von Admiral Karl Dönitz im Jahre 1943, die Aussagen von Admiral Byrd 1947 und seine Gedankenprotokolle, die er in seinem Tagebuch festgehalten hat. Auch sagte Byrd bei einer Pressekonferenz an Bord der Mount Olympus, dass die bisherigen Karten der Antarktis umgeschrieben werden müssen. Was hat er damit gemeint? Das sind nun mal historische Fakten, deren Bedeutung bis heute ungeklärt sind. Zudem die Aussage von Wilhelm Landig, der mit Geheimprojekten im Dritten Reich betraut war. Doch all diese Zeugen als Spinner und Verrückte abzustempeln und einem Spektrum zuzuordnen, ist zu einfach und damit ist es nicht getan. Es besteht ein unterirdisches System von subglazialen Höhlen, Seen und Flüssen, die alle miteinander verbunden sind. Auch Zugänge hat man bereits entdeckt. Satellitenaufnahmen zeigen riesige Eingänge in das Innere des ewigen Eises. Auch will jemand an einem Eingang in das Innere des Eises gewesen sein. Die Personen filmten einen Zugang. Zudem gibt es ein Satellitenbild, welches ein scheibenförmiges, metallisches Objekt zeigt. Akten, die 2014 veröffentlicht wurden, beweisen, dass das FBI nach Hitler fahndete und ein möglicher Ort, an dem er sich aufhalte, fand sich in dem Dokument wieder. Laut dem FBI befindet sich Hitler in einem unterirdischen Stollensystem, eine weitere Tatsache, die lange als Spinnerei und Verschwörungstheorie abgetan wurde. Im Jahre 2022 wurden geheime Bilder von der Operation Highjump veröffentlicht. Sie sollen Überreste einer vergangenen Zivilisation zeigen. Es gibt erstaunliche Parallelen zu dem, was die deutsche antarktische Expedition im Jahre 1938/39 am Südpol, besser gesagt in Neuschwabenland, entdeckt hat und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und mysteriösen Erscheinungen, die nicht geklärt werden konnten. Die Deutschen entdeckten warme Regionen, die teilweise komplett eisfrei, die grüne Täler, Seen und Flüsse aufweisen. Auch haben sie vulkanische Aktivitäten unter dem ewigen Eis entdeckt. Auch soll dort ein warmer Wind geweht haben, der stetig wärmer wurde, als sie sich diesem Gebiet genähert haben. Hat Byrd auf seiner Operation dieses Gebiet ebenfalls entdeckt und wollte er deswegen die Karten umschreiben? Zudem sollen sie auf Höhlen unter dem Eis geschossen sein, in dem warme Temperaturen herrschten. Auch Byrd sprach von solchen Entdeckungen. Was meinte Byrd damit? Man muss also etwas entdeckt haben, welches gravierend falsch ist und deswegen die Karten umgeschrieben werden müssen. Hat es eben mit diesen warmen Regionen zu tun, die die Deutschen bereits 1939 entdeckt haben? Komischerweise hat die Wissenschaft der Neuzeit tatsächlich solche warmen Höhlen entdeckt, obwohl dies unmöglich erschien. Man entdeckte riesige subglaziale Seen. Diese tief unter dem Eispanzer befindlichen Seen hat man entdeckt und sogar angebohrt. Das Kuriose: dort existiert sogar Leben. Auch das erschien der Wissenschaft unmöglich. Weiter hat man zwischen dem Gestein und dem Eispanzer Hohlräume entdeckt, die durch vulkanische Aktivitäten entstanden sind. Die Gesteinsschicht wirkt ähnlich wie eine Heizung. Durch das Erdinnere aufgewärmt, schmilzt sie diese Hohlräume über dem Gestein. Es gibt also die Möglichkeit, dass man sich zu weniger tiefen Hohlräumen Zugang verschafft hat und es sogar gelungen ist, dort eine Basis zu errichten. Hunderte deutsche U-Boote sollen in die Antarktis aufgebrochen sein. Auch sollen Frachtschiffe große Mengen an Bergbaumaterial und Personal in diese entlegene Region der Erde verbracht haben. Laut Informationen sollen weit über 3000 ausgewählte Menschen, bestehend aus Wissenschaftlern, Technikern, Ingenieuren und weiteren Fachkräften, dorthin verbracht worden sein. Eine weitere Tatsache ist das Verschwinden von Wissenschaftlern des Dritten Reiches. Diese wurden von den USA gesucht, aber nie gefunden. Ihr Verbleib ist weiterhin ungeklärt. Auch wird immer noch eine Vielzahl an U-Booten vermisst. Verbleib ebenfalls weiterhin ungeklärt. Eine durch den U-Boot-Kommandanten erwähnte Operation mit der Bezeichnung Walküre 2. Hierbei soll es sich um eine Absetzbewegung hochrangiger Nationalsozialisten gehandelt haben. Schnell kam der Begriff Führerkonvoi auf. Höchst merkwürdige Erzählungen und Geschehnisse. Sollten Größen der Nationalsozialisten wirklich mit U-Booten geflohen sein? Eine weitere Befeuerung erhielt diese Theorie, als 2014 Akten im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes in den USA veröffentlicht wurden. Im Zuge dessen gelang eine Akte des FBIs an die Öffentlichkeit, indem man keinen geringeren als Adolf Hitler weltweit suchte. Obwohl offiziell Hitler 1945 im Führerbunker in Berlin Selbstmord begangen haben soll, fahndet das FBI nach ihm. Solche Fahndungen sind aufwendig und teuer und sie werden bestimmt nicht betrieben, wenn es keinen Zweifel geben würde. Tatsächlich waren die meisten Dokumente der 203 Seiten dicken Akte geschwärzt. Zufolge von den FBI-Ermittlern soll Hitler entkommen sein und in einem unterirdischen Stollensystem leben. Allerdings soll sich dieses Stollensystem in Argentinien befinden.
Fraglich, ob diese Akte wirklich Indizien zu dem genauen Standort Hitlers beinhaltet oder ob der Ort in Argentinien eine gezielte Ablenkung seitens des FBI ist, um den echten Standort, möglicherweise die Antarktis, geheim zu halten. Warum waren ausgerechnet diese Zahlen nicht geschwärzt worden? Es deutet auf eine gezielte Verschleierung hin. Zurück in die Antarktis. Dort gibt es weitere mysteriöse Entdeckungen. Zu den interessantesten und merkwürdigsten Erscheinungen zählt die Entdeckung riesiger Eingänge zu Höhlen oder Stollen. Ein Höhlenzugang wurde auf einer Insel in der Antarktis entdeckt. Doch diese Höhle weist gleich mehrere ungewöhnliche Merkmale auf. So, dann schauen wir uns doch mal an, ob diese Insel da tatsächlich existiert. Ich habe eingegeben King George Island, Antarktika. Dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. Und da sind wir auch schon. So, da haben wir jetzt diese Insel. Dann zoomen wir da mal ein bisschen rein. Und die Höhle soll sich irgendwo in dem Bereich befinden. Oder dieser Eingang, man weiß ja nicht, was es ist. Und tatsächlich haben wir hier einen Eingang. Hier steht auch Google 2023. Also die haben das 2023, wahrscheinlich ist es wieder aktualisiert. So, und hier haben wir tatsächlich diesen Eingang in eine Höhle, was auch immer das sein soll. Man weiß es halt nicht. Jetzt existiert halt, dass hier in dem Bereich, also das eine natürliche Höhle ist im ewigen Eis, dass sich um was Normales handelt. Aber was halt komisch ist, sind diese Strukturen hier. Also A, sind sie dunkler, also sie sehen aus, als ob hier aus dem Inneren der Höhle erdreich oder dunkles Material herausgeschafft wurde und sich hier angesammelt hat. Und wir haben halt hier, wie gesagt, schon wieder Wasser. Diese Strukturen, die sollen so treppenähnlich sein. Das hier. Und da geht man halt davon aus, dass das künstlich geschaffen ist. Gehen wir mal davon aus, es ist künstlich. Wir sind auf einer Insel. Die ist nicht klein, wie wir sehen können. Und da ist eine Höhle. Es geht offensichtlich unter die Eisschicht drunter. Was hat diese Höhle da verloren? Und wenn diese künstlich entstanden ist, ist das vielleicht eine von den Eingängen in das Höhlensystem, was entstanden ist durch vulkanische Aktivitäten. Vielleicht haben das die Nationalsozialisten oder die deutsche antarktische Expedition damals auch gefunden, so ähnliche Bereiche, und sind dadurch in dieses System gelangt und haben dann festgestellt, dass man das umbauen kann und sogar bewohnbar machen. Also merkwürdig ist es, dass sich da eigentlich nichts befinden soll, und jetzt haben wir hier solche Höhlen tatsächlich. So interessant ist noch, dass man diesen Eingang hier vermessen hat. Also dieser Eingang soll eine Höhe von 22 Metern besitzen und circa 80 Meter breit sein. Also das ist nicht mal eben irgendwo was Kleines. Da könnt ihr bequem mit einem Flugzeug reinfliegen, ja, oder durchkommen, besser gesagt. Also auf jeden Fall mit großem technischen Gerät kann man da rein und raus. Warum diese Höhle überhaupt da ist oder dieser Eingang überhaupt da ist, das lässt sich halt nicht sagen. Wie gesagt, was sehr komisch ist, hier sieht das Eis also relativ weiß aus. Es hat so ein paar dunkle, graue Schattierungen hier. Da liegt irgendwelchen Dreck. Aber das sieht ja tatsächlich sehr dreckig aus hier. Ne? Das deutet eigentlich darauf hin, dass da irgendwas rein und raus oder irgendwas erzeugt. Ob da wirklich was rein und raus fliegt und Staub aufwirbelt und diesen mitschleppt oder wie es da zustande kam, ja, das lässt sich natürlich nicht sagen. Dieser Eingang im Jahre 2007 das erste Mal auf Google Earth entdeckt wurde und kurz darauf war der wieder weg. Also wenn man dann in dieses Gebiet sich das Kartenmaterial angeguckt hat, war das nicht mehr zu finden. Und erst 2022 war dieser Eingang oder diese Höhle oder was es auch immer ist, wieder auf Google Earth sichtbar. Das ist halt sehr, sehr eigenartig. Jetzt haben Forscher gesagt, ja, eventuell hat sich da, oder Experten, hat sich da wieder Schnee drüber gelegt und der ist jetzt wieder geschmolzen und. Wurde diese Höhle verschlossen oder hat man da einfach irgendwas drüber gelegt, dass man jetzt diesen Bereich nicht mehr sehen kann und jetzt wieder sehen kann? Es ist alles sehr mysteriös, und was es genau ist, also ich würde nur zu gerne
auf diese Insel fahren oder zu dieser Insel reisen und mich da mal umgucken. King George Island. Das ist allerdings sehr weit weg und ist sehr unrealistisch, dass ich da irgendwann mal hinkomme, weil man dann doch enorme Geldmittel oder irgendwas benötigt. Aber interessant wäre das mal, da reinzugucken, wie es denn da drin aussieht und wie es dazu kommt und ob diese Höhle immer noch da ist. Natürlich gibt es dann zu diesem Phänomen auch ja, gewaltig viele Theorien, was sein kann. Also, dass es natürlich ist, dass es unnatürlich ist, dass es auf eine alte Zivilisation hindeutet und. Doch die spannendste bei dieser ganzen Theorien fand ich, dass man halt sagt, das ist mit einem Eingang zu einer unterirdischen Basis und das ist halt so ein Einflugloch für Flugobjekte, Fluggeräte, ne? Also Reichsflugscheiben oder dergleichen. Dass die halt hier rein und rausfliegen und darunter, so unter dieser Insel quasi ihren Stützpunkt haben. Also wir haben halt jetzt hier dieses Loch im Eis, kreisrund, wie gesagt knapp 80 Meter breit, 22 Meter hoch. Und jetzt haben wir ein Stück weiter, wenn wir da mal gucken, eine ähnliche Struktur. Also einmal hier, die kann man aber nicht so gut erkennen. Und einmal hier. So, und da habt ihr halt auch ähnliche Formationen, auch mit diesem schwarzen oder gräulich-braun ins Schwarze gehenden ja, Staub- oder Dreckschicht obendrauf. Und hier habt ihr eine größere Struktur. Sie ist nicht so kreisrund, wie jetzt die andere beispielsweise war. Ob das jetzt natürlichen Ursprung ist, hier sehr wahrscheinlich. Und hier so kreisrund, das könnte auch künstlich sein. Jetzt weiß man halt nicht, also einige sagen dann, es geht dazu hin, dass man sagt, man weiß, dass man hier so Abbrüche hat oder so Ausflüsse oder was auch immer, wo die auch immer herkommen. Also ob die jetzt wirklich zu einem unterirdischen System gehören oder nicht. Dass das hier gezielt reingebaut wurde, weil man halt weiß, dass diese Abbrüche hier existieren, das wäre natürlich eine gute Tarnung. So eine mögliche Theorie. Was es nun letzten Endes ist, kann keiner sagen. Ich beteilige mich auch natürlich nicht an solchen Theorien. Ich finde sie halt nur sehr spannend und ich finde, der Vollständigkeit halber gehört das auch mit in diese Dokumentation. Ein weiterer Eingang wurde entdeckt, auf der anderen Seite des Kontinentes. Und den nächsten Eingang finden wir unter dieser Koordinate. Dann gehen wir jetzt auch mal hin. Da soll sich ein weiterer Zugang befinden. Und da sind wir auch schon. Das soll nämlich hier sein. Hier sehen wir wieder ein Loch sozusagen in dieser Felsformation, die relativ eisfrei ist. Und hier haben wir auch wieder so eine Struktur. Und hierbei soll es sich auch wieder um einen Zugang zu den unterirdischen oder unterirdisch befindlichen Höhlensystemen handeln. Aber hier geht man dann noch ein Stück weiter. Die Auflösung hier ist wirklich nicht gut. Dieser Bereich soll sogar irgendwo irgendwas Metallisches aufweisen. Und ja, diesem Loch in dieser Gesteinsformation sagt man halt nach, dass hier auch unidentifizierbare Flugobjekte rein und raus fliegen sollen. Was da dran ist, weiß man nicht. Fakt ist, es hat wieder einer aufmerksamer User von Google Earth diesen Zugang hier entdeckt oder was aussieht wie ein Zugang und hat das veröffentlicht und dann kamen wieder diverse Theorien raus. Was, wie gesagt, nur merkwürdig ist, es gibt offensichtlich Zugänge ja, unter die Oberfläche. Ne? Weil das deutet ja alles darauf hin, wenn man sich das mal so anguckt. Das sieht schon sehr danach aus, dass es da tatsächlich reingeht. So laut Messung zufolge ist dieser Bereich 45 Meter groß. Ungefähr, beziehungsweise breit. Also von hier bis hier 45 Meter. Und wenn wir das dann mal nehmen, das ist ja knapp die Hälfte, also auch wieder 20 Meter hoch circa. Weiteres Indiz ist, dass der Schnee halt hier dunkler gefärbt ist, als jetzt beispielsweise hier oder wenn wir mal im Umfeld gucken, auch hier. Ne? Also da ist so ein Bereich, der ist ähnlich. Hier sind auch wieder so ein paar ähnliche Bereiche, aber hier ist es besonders markant. Und man geht jetzt davon aus, dass hier irgendeine Wärmeübertragung stattfindet. Das bedeutet, also man meint oder ist der Meinung, dass das eventuell sogar eine Entlüftung sein kann. Ne? Also dass hier quasi warme Luft von innen nach außen strömt. Und wie gesagt, eben schon erwähnt, dieser Teil hier soll eine metallische Struktur sein.
oder eine künstliche Struktur bestehend aus Metall. Wie die da drauf kommen, ist mir schleierhaft. Und er soll halt den eigentlichen Zugang verdecken und mit der Absicht, dass hier normalerweise Schnee drüber liegt, was jetzt hier nicht der Fall ist. Nach diesen Funden begannen hitzige Diskussionen. Die einen sind der Meinung, dass es sich um natürliche Phänomene handelt. Die anderen sind der Meinung, dass es anthropogen sei, also durch den Menschen gemacht. Warum hat man es nicht erforscht und eine Expedition durchgeführt und diese gefilmt, um für Aufschluss zu sorgen? Warum gibt es zu diesen Entdeckungen keine Vorortaufnahmen, die eindeutig belegen, um was es sich handelt? Solange diese Aufnahmen nicht öffentlich sind, kann niemand mit Sicherheit sagen, um was es sich handelt. Es ist alles Spekulation durch Ableitung. Man darf nicht vergessen, dass die Pole neben der Tiefsee die unerforschtesten Orte der Erde sind. Doch ein Video, die einen solchen Eingang zeigt, gibt es. Dieses Video kann man im Netz finden, doch es gibt keinerlei präzisere Beschreibung dazu. Einzig und allein eine Eishöhle wird gezeigt. Wo das Video tatsächlich aufgenommen wurde, geht weder aus dem Video noch aus der Beschreibung hervor. Laut dem Verfasser wurde es in der Antarktis aufgenommen und zeigt einen Zugang in das Innere des Eises. Mehr geht daraus nicht hervor. Betrachten wir die Aufnahmen genauer. Es scheint eine Art Hinweisschild im Eingang aufgestellt zu sein. Im Detail sieht man von dem Schild nichts weiter. Das Video wird auch gespiegelt gezeigt. Ob es die andere Seite darstellen soll, ist unklar. Bei genauer Betrachtung wurde das Videomaterial einfach nur gespiegelt. Dort ist allerdings kein Schild zu sehen. Näher zum Eingang ist das Schild nicht mehr zu sehen. Im Inneren der Höhle befinden sich merkwürdige Strukturen, spiralförmige Strukturen. Ob diese Strukturen vom Auffahren der Höhle oder natürlich sind, ist unklar. Ein tieferer Blick in das System wird nicht gewährt. Die Kamera wird gezielt auf die Wände geschwenkt. Warum nicht tiefer in die Höhle gefilmt wurde, ist ebenfalls unklar. Entweder der Zuschauer soll keinen Einblick in das System bekommen oder es endet kurz nach dem Zugang. Mehr zu dieser Höhle, ob natürlich oder anthropogen, ist und bleibt unklar. Um was es sich handelt und der Standort ist ebenfalls unklar. Eine weitere merkwürdige Erscheinung kann man an einer Insel in der Antarktis beobachten. Vor den Eismassen im Wasser liegt ein scheibenförmiges Objekt. So, dann schauen wir uns dieses Objekt mal an. Wir gehen auf Two Hammock Island. Antarktika, also wir sind immer noch dann in der Antarktis. Wieder auf der anderen Seite. Da haben wir unsere Insel. Und jetzt muss ich mal eben gucken, wo es ist. Da kommt es schon rein. Seht ihr das hier? In dem Bereich, also direkt vor den Eismassen oder Schneemassen. Also wenn man näher ranzoomt, es ist verschwommen. Näher kommen wir nicht ran und es sieht scheibenförmig aus. Also wir haben hier augenscheinlich ein scheibenförmiges und metallisches Objekt im Wasser liegen. Mehr sehen wir erstmal nicht. Das Objekt soll ungefähr eine Größe von um und bei 20 Metern haben. Das bedeutet, das ist irgendwo in dem Bereich, wie die Haunebu-Reichsflugscheiben sein sollen. Irgendwie Haunebu 1, weiß ich nicht, das hat 26 Meter angeblich. Ne? Das soll um die 20 Meter haben, genau weiß man das nicht. Ob das jetzt nur eine Spiegelung ist oder irgendeine optische Täuschung oder was es ist, das kann ja keiner genau sagen. Fakt ist, es ist immer noch bei Google Earth drin. So, wäre es jetzt wirklich eine abgestürzte Flugscheibe unbekannter Herkunft, dann hätte sich da wahrscheinlich mal Militär oder irgendwer hingemacht und hätte sich das mal angeguckt. Oder sie haben sich das angeguckt, haben das weggeschafft und haben gesagt, ja, da ist ja nichts, also fahrt mal hin, guckt euch das an. Ne? Das ist nur eine Täuschung, um mögliche weitere Sichtungen da zu sagen, pass mal auf, bei der ersten Sichtung war nichts, hier ist auch nichts. Also hier wäre wirklich mal interessant, wenn man hier hinreisen würde, zu diesem Two Hammock Island und sich das wirklich mal anguckt. Aber das ist halt, ja, guckt euch das mal an, wo wir da sind. Ne? Das ist ein riesiges Gebiet. Ob man da einfach so leicht rankommt, ja, von Argentinien aus irgendwo, na klar. Also ich würde zu gerne hinfahren und mich vor Ort umgucken. Aber das ist nicht mal eben so gemacht. Und deswegen kann auch jetzt niemand mit Sicherheit sagen, pass mal auf, das ist ja nur eine Ableitung von irgendwas dann. Ne? Solange niemand da war und ein Foto davon gemacht hat, ja, oder ein Video gemacht hat, dass er sich genau an dieser Stelle befindet und dass da nichts ist, kann es weder bestätigt noch dementiert werden. Und wenn da was war, dass das jetzt noch da ist, die Wahrscheinlichkeit ist auch mehr als gering. Es ist auf jeden Fall eigenartig, dass solche Funde da vorkommen oder solche Sichtungen gemacht werden.
Also eine weitere Seite gibt an, dass es geheime Bilder von Byrds Operation gab. Ja, die sehen dann so aus. Hier sagt man halt, dass eine Quelle, die nicht weiter benannt werden wollte, halt diese Fotos zur Verfügung gestellt hat. Darauf zu sehen soll eine alte Zivilisation sein oder Spuren einer alten Zivilisation. Augenscheinlich sehen sie erstmal ja jetzt nicht ganz unecht aus, aber alle Gesichter sind nicht zu erkennen. Das ist so der erste Punkt. Also hier haben wir so ein pyramidenähnliches Objekt. So ein Monolith. Hier so, so eine ganze Anreihung an Gebäuden oder Objekten. Ein paar Menschen, die sehen aber eigenartig aus, wenn das Menschen sind. Es könnte aber auch sind gar keine Menschen, das ist irgendwas anderes. Hier auch so Dinger und wie gesagt, die Gesichter alles gar nicht zu erkennen. Hier ebenso, ne? Also die stehen hier auch mit Spiegelungen im Wasser, aber die Gesichter sind halt nicht zu erkennen. Genau wie hier, ich weiß nicht, ob das verpixelt ist oder ob man das unkenntlich gemacht hat. Hier sogar mit so einem Eingang und hier so ein ganz anderes Gebilde, aber auch die Gesichter nicht zu erkennen. Ne? Hier auch nicht. Mit so Säulen hier, griechisch, eventuell davon abgeleitet, aber auch die Gesichter wieder nicht zu erkennen. Irgendwelche Höhlenmalereien, also hier so eine Art Mammut, was Byrd ja auch in seinem Tagebuch beschrieben hat. Sind sie in irgendwelchen Höhlen, wo halt so Malereien sind. Da steigen sie auch in so eine Höhle ab. Dann hat man hier noch auch so komische Gebilde. Also auch hier sind die Gesichter, wie ihr das sehen könnt, nicht wirklich zu erkennen. Und hier ist ein Gesicht gezeigt. Hier ist irgendwas ausgeklammert. Da hat man keine direkte Sicht drauf. Da hat man irgendwas weggemacht. Und hier die Gesichter sieht man ganz deutlich, das ist unkenntlich gemacht. So, und wenn wir weiter unten gucken, also manche Elemente dieser Bilder könnten anhand einer künstlichen Intelligenz verbessert worden sein. Ja, also da hat eine KI drüber geguckt und hat das quasi verbessert. Das kann man mit alten Fotos machen, dass die ein bisschen besser werden. Sie sprechen nicht davon, dass die Bilder von der KI erstellt wurden, sondern dass Elemente von der KI verbessert wurden. Ja. Was es jetzt damit auf sich hat, kann ich nicht sagen. Weiß niemand. Ob sich das jetzt um Originale handelt, ob sich das um Fälschungen handelt, es weiß keiner genau. Ne? Warum die Gesichter hier verändert wurden, ob sie verändert wurden oder ob die KI das gemacht hat, weiß man auch nicht. Also das Ganze ist sehr mysteriös und hier unten war auch irgendeine Bezeichnung oder sowas. Da hat mal irgendwas drüber gelegt oder ob das von der KI jetzt kommt, das kann ich auch nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Ja. Auf jeden Fall gibt es solche Fotos. Der Vollständigkeit halber habe ich es mal mit reingenommen. Wie gesagt, was es damit auf sich hat, kann ich nicht beurteilen. Ich habe auch keinen Bericht gefunden, wo jetzt ein Spezialist für Bilder und bearbeitete Bilder mal drüber geguckt hat und gesagt hat, pass mal auf, das ist original oder es handelt sich um eine Fälschung. Doch was befindet sich jetzt in der Antarktis oder besser gesagt unter dem ewigen Eis? Was hat die Wissenschaft früher behauptet und was sagen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse? Verblüffende Widersprüche und unmögliche Dinge. Bis jetzt hat man durch Ausschluss der Wissenschaft mögliche klimatische Ereignisse in der Antarktis angenommen und dass es überall kalt und unbewohnbar sein müsse, kein Leben existiert und dass alle Bereiche vollständig mit Schnee und Eis bedeckt seien. Diese Annahme erfolgte durch eine Vermutung. Doch die warmen Regionen, die subglazialen Höhlen, Seen, Flüsse, die Vulkane unter dem Eispanzer, Leben in Eishöhlen und Seen sind mittlerweile wissenschaftliche Tatsachen. Welche Entdeckungen macht die Menschheit, wenn sie sich der Erforschung der Antarktis umfangreich widmet? Wenn man ein Gebiet nicht komplett erforscht hat, dann kann man auch nicht mit Sicherheit sagen, was dort alles zu finden ist und was nicht. Eines bleibt trotzdem ungebrochen: das Interesse der Weltmächte und ihren Militärs an diesem entlegenen und vermeintlich lebensfeindlichen Ort unserer Erde.